Gut, jetzt wollen wir anfangen in Apostelgeschichte im Kapitel 2. Apostelgeschichte 2 und ich lese nochmal Vers 38. Und dann machen wir weiter. Letzte Woche war Pfingsten und wir haben angefangen mit Apostelgeschichte 2 und wir haben gesagt, dass der Heilige Geist ein Geschenk ist. Sogar wird er ein Geschenk benannt in der Schrift, also in Apostelgeschichte 10, Vers 45 und Kapitel 11, Vers 17, finden wir, dass der Heilige Geist ein Geschenk ist. Und in Apostelgeschichte 2 kommt der Heilige Geist, wie gesprochen, er kommt zu den Juden hier. Später, in einem anderen Kapitel, kommt er auch zu den Heiden, weil wir wissen, in der Apostelgeschichte ist eine vorübergehende Übergangsphase sozusagen. Also wir waren im Alten Testament unter dem Gesetz und alles. Dann kam Jesus und dann ist er gestorben und hat er gesagt zu den Jüngern, dass die warten müssen, bis der Heilige Geist kommt. Und das war das ganze Buch ist eine Übergangsphase vom Alten Testament zum Neuen Testament. Deswegen kam der Heilige Geist erst auf den Juden und dann kam er zu den Heiden auch. Und Apostelgeschichte zeigt uns auch den Anfang der Gemeinde. Und wir haben dann letzte Zeit mit unseren Kindern geredet und wir versuchen dann ihnen beizubringen, wie wir die Bibel verstehen können. Und wir müssen, alles ist so wichtig, müssen verstehen, es gibt ein Altes Testament, es gibt ein Neues Testament. Es ist extrem wichtig. Hört sich so einfach an, aber viele haben große Probleme. Israel ist nicht die Gemeinde ist nicht Israel. Wir haben große Probleme. Wenn wir versuchen, dann die Gemeinde, die neue Israel zu machen. Das haben wir Problem nach Problem, weil wir lesen viele Versprechungen in der Schrift, was mit Israel zu tun hat. Und wenn wir versuchen zu sagen, das hat mit der Gemeinde zu tun, dann kommen wir auseinander. Und dann sind wir traurig, weil einige Sachen nicht passieren und so weiter. Und so, Apostelgeschichte 2, Vers 38 lese ich vor. Da sprach Petrus zu ihnen. Das ist übrigens der Zusammenhang hier, ist Petrus predigt zu dieser großen Gruppe. Wir haben gesehen, die Juden mussten zu diesem Fest kommen und es gab eine große Volksmenge. Und er predigt zu diesen Menschen von der ganzen Welt. Also viele haben verschiedene Sprachen gehabt, weil die aus verschiedenen Ländern kamen. Und so Petrus sprach, und das ist der Hauptvers sozusagen, da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Nun, in Vers 38 ist auch sehr wichtig zu verstehen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Nun, dieser Begriff hier, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Das in der Ursprache, also in Griechisch, kann das zwei Dinge bedeuten. Also von der Grammatik meine ich. Also von der Grammatik kann es bedeuten, du musst dich taufen lassen, damit du dann Vergebung der Sünden bekommen kannst. Das ist eine Möglichkeit von der Grammatik. Die andere Möglichkeit ist, lass dich taufen, weil du die Vergebung der Sünden bekommen hast. Nun, es gibt zwei Möglichkeiten von der Grammatik und was ist die richtige dann Antwort hier? Natürlich, lass dich taufen, weil du die Vergebung der Sünden bekommen hast. Warum wissen wir das? Weil es extrem klar ist in der Schrift, oder? Also extrem klar, dass wir nicht aus unseren Werken gerechtfertigt werden können. Also das ist absolut klar. Und so wenn zwei Möglichkeiten, das ist immer in der Schrift übrigens, immer wenn es eine Stelle gibt, sagen wir, dass schwierig zu verstehen ist, dann was können wir tun? Die ganze Bibel nehmen. Den Zusammenhang von der ganzen Bibel. Und wenn es zwei Möglichkeiten gibt von der Grammatik, können wir andere Verse anschauen, die uns sagen können, was das bedeutet. Und so es gibt viele, die Probleme mit diesem Vers haben. Ich war in Tirol, in Telfs, in der Nähe von Innsbruck. Wir haben eine Umfrage gemacht. Und in der Umfrage, eine Frage war,
muss man getauft werden, um das ewige Leben zu haben. Und einer Mann hat dann Ja geschrieben. Und er hat dann auf diesen Vers gezeigt und sagte, schau, was die Schrift sagt. Und ich habe ihm dann tausende andere Verse gezeigt, wo es steht dann ganz klar, dass nicht aus Werken. Und ich habe ihm auch erklärt, dass dieser Vers bedeutet dann, dass weil wir die Vergebung der Sünden bekommen haben, sollen wir uns taufen lassen. Aber viele meinen, dass wir uns taufen lassen müssen, um das ewige Leben zu haben. Und wir haben unseren Kindern ganz gut beigebracht. Und jetzt, wenn wir über Taufe reden, unsere Kinder sagen immer, was ist mit dem Dieb am Kreuz? Was ist mit dem Dieb am Kreuz? Und es ist das beste Beispiel. Jesus hat gesagt zu dem Dieb am Kreuz, der ihn angenommen hat, heute wirst du mit mir sein. Und die Frage ist, hat er sich taufen lassen? Nein, es gab überhaupt keine Zeit. Innerhalb, ein paar Stunden ist er gestorben. Und so er hat sich überhaupt nicht taufen lassen können. Und das heißt für uns, dass die Vergebung der Sünden kommt von Glauben. Deswegen sagt der Petrus, tut Buße. Tut Buße. Was bedeutet das? Tut Buße. Buße tun bedeutet umkehren, oder? Also das ist die ganz klare Bedeutung. Was bedeutet das für uns dann, umkehren? Wir haben irgendetwas geglaubt, bevor wir zum Glauben gekommen sind. Irgendetwas. In Bayern nehme ich an, in Österreich ist es genauso. Die meisten sind katholisch oder evangelisch. Und die meisten glauben, durch meine Kirche, durch meine Werke, ich habe mich taufen lassen, als ich Baby, oder ich wurde getauft, als ich Baby war. Ich bin in der Kirche aufgewachsen oder bin Mitglieder mindestens. Ob sie wirklich dahin gehen, ist eine andere Frage, aber so wurden sie dann antworten. Dass die dann, deswegen können sie das ewige Leben bekommen. Aber was bedeutet umkehren? Buße tun bedeutet das, was du glaubst, nicht mehr glauben, sondern umkehren, was anderes glauben. Und das ist die Botschaft von Jesus. Jesus sagt, tut Buße, nicht mehr das glauben, was du vorher geglaubt hast. In anderen Worten, du musst dein Denken ändern. Du musst dann Jesus allein vertrauen. Es hört sich schon einfach an, oder? Einfach Jesus annehmen, einfach Buße tun. Okay, es hört sich so einfach an, aber war nicht einfach für Jesus. Es kostet ihn sein Leben. Es war nicht so einfach. Er hat dann gebetet im Garten, hey, Gott, bitte, ich möchte das nicht machen müssen. Aber dein Wille geschehen. Und so, es hat Jesus alles gekostet. Und wenn wir meinen, ich kann einfach mich taufen lassen, alles okay. Dann ist die Frage, warum musste Jesus im Kreuz? Warum musste Jesus im Kreuz? Wenn ich einfach ein paar Tropfen auf meinen Kopf lassen kann, nein, das ist eine Beleidigung. Und so der Heilige Geist kommt, wie gesprochen. Und in den ersten 13 Versen finden wir das, dass der Heilige Geist gekommen ist. Und Petrus predigt zu dieser Gruppe. Zuerst sehen wir der Heilige Geist, dass er gekommen ist. Und Jesus hat gesagt, dass er kommen würde. Jesus hat das schon in der Vergangenheit gesagt. In Johannes 16, Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und so der Heilige Geist ist gekommen, er hat auch seine Autorität und Kraft bewiesen. Und um das wieder klar zu machen, wie letztes Mal, der Heilige Geist ist Gott. Er ist nicht irgendein Force, wie sagt man das? Genau, er ist eine Person, er ist Gott. Also wir können mit dem Heiligen Geist reden, wie Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Er ist eine Person, sagen wir. Das heißt, dass er Gott ist. Und er hat seine Autorität und seine Kraft bewiesen. Die Aposteln haben dann in Zungen geredet, sehen wir hier in dieser Stelle. Das heißt ganz klar, die haben in anderen Sprachen geredet, die sie nicht schon sprechen könnten. Ganz, ganz wichtig hier, extrem wichtig. Die Aposteln haben in Zungen geredet, beziehungsweise die anderen Menschen haben verstanden in ihrer Sprache, was die Aposteln, was Petrus gepredigt hat.
Obwohl Petrus nicht, was sie Ägyptisch reden könnte, haben sie dann alles in ihrer eigenen Sprache verstanden. Extrem wichtig hier, was heißt es, in Zungen zu reden? Was bedeutet Zungen in der Schrift? Sprachen, die schon existieren. Das ist so wichtig. Es heißt, in Zungen zu reden, heißt, in einer Sprache zu reden, die schon existiert. Es ist nicht einfach bla 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 bla, es ist nicht einfach Unsinn zu reden. Es ist eine Sprache. Das heißt wortwörtlich, Zungen in der Schrift heißt Sprachen, in Sprachen zu reden. Das heißt, nehmen wir an, ich könnte in Zungen reden. Ich würde dann, sagen wir, auf Französisch anfangen zu reden. Dann alle, die Französisch können, würden mich verstehen auch. Das heißt Zungen reden. Nicht einfach, dass es einfach Unsinn rede und irgendjemand versteht. Nein. In der Schrift ist jedes Mal, wenn es um Zungenreden geht um echte Sprachen, die schon existieren. Das müssen wir verstehen. Und übrigens, das, was heute in den vielen Gemeinden passiert, das ist keine Sprachen, Zungenreden. Die reden einfach Unsinn. Die sagen einfach nichts, Unsinn. Und dann kommt jemand und sagt, das bedeutet das und das und das. Nein, das ist nicht Zungenreden, laut der Schrift. Und so, die Apostel haben in Zungen geredet, die Menschen haben verstanden. Warum ist das so wichtig? Das war ein Wunder. Das war einfach ein Wunder. Der Heilige Geist ist gekommen. Es gab auch andere Wunder und Zeichen. In Vers 43 zum Beispiel, ich lese vor. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Und so, es gab viele Wunder, es gab viele Dinge, viele Zeichen. Warum war das so wichtig? Der Heilige Geist ist gekommen. Wie könnten die Menschen dann das glauben? Wie könnten die Apostel das bestätigen, dass das, was die predigen, die Wahrheit ist? Durch diese Wunder, durch diese Zungenreden und so weiter. Und es war auch eine Erfüllung von Prophezeiung, werden wir auch sehen. Die Zeichen und Wunder haben dazu gedient als Beweis der Autorität des Evangeliums. In Vers 7 für unserem Kapitel, in Kapitel 2. Sie entsetzten sich aber alle, verwundert sich und sprach zueinander, siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? In anderen Worten, wow, hier ist was passiert. Das verstehen wir nicht, das ist ein Wunder. Die Menschen sehen das ganz klar, dass das von Gott kam. Die verstanden, dass das, was passiert, wirklich von Gott kommt und deshalb vertraut, was sie sehen und erleben. Es war eine Bestätigung, ein Beweis. Stell dir vor, du bist da in Jerusalem und jemand kommt und anfängt zu predigen über diesen Jesus. Du hast vielleicht über Jesus irgendetwas erfahren. Jesus ist gestorben, er war ein religiöser Lehrer, er hat Wunder getan und jemand kommt jetzt und er war ein Nachfolger von diesem Jesus, dieser Petrus, und er fängt an zu predigen und du sagst, warum soll ich diesen Mann glauben? Die haben seinen Leiter, seinen Führer, sein Heiland getötet. Die haben ihn umgebracht am Kreuz. Was hat er zu sagen? Sein Gott ist gestorben. Und dann fängt er an zu predigen und du verstehst in deiner Sprache. Gott hat bestätigt dann, dass das die Wahrheit war. Und das ist sehr, sehr wichtig. Es war eine Bestätigung. Nun, warum gibt es kein Zungenreden heutzutage? Warum glauben wir, dass wir nicht in Zungen reden können? Nun, das ist ein Thema, mit dem wir viel Zeit verbringen können. Aber im Ende, als Zusammenfassung, wir haben das komplette Wort Gottes. Wir brauchen keine Bestätigung mehr. Das hier ist die Bestätigung. Wir haben gestern mit meinen Kindern geredet und ich habe gesagt, warum hat Gott direkt mit Adam und Eva reden müssen? Warum hat er mit Kain und Abel? Wir haben über dieses Opfer gesprochen und sagte, wie wussten Kain und Abel, dass die ein Opfer darbringen müssen? Weil Gott mit denen geredet hat, direkt, mit Adam, mit Eva, mit Kain, mit Abel. Wie wissen wir das? Wir lesen einfach, dass Gott direkt mit ihnen, er redet mit Kain, warum hast du das getan? Also, warum hat Gott mit Kain, Abel, Adam
Eva, Abraham, warum hat mit Hiob, warum hat mit ihnen reden müssen? Es gab kein Wort Gottes. Oder nicht ganz. Es gab das Wort Gottes nicht. Nun, wir haben das Wort Gottes und das ist unsere Bestätigung, das ist unser Beweis, das ist die Kraft. Jetzt, in Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es schneidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Wir haben das vollkommene Wort Gottes. Wir brauchen diese Zeichen nicht mehr. Wir haben übrigens keine Apostel mehr, keine Propheten mehr. Warum? Wir brauchen die nicht mehr. Gott hat die Gemeinde gegründet auf die Aposteln. Was bedeutet das? Dass Gott die Aposteln ausgewählt hat und hat die benutzt, um die Gemeinde zu gründen. Die Gemeinde wurde schon gegründet und jetzt brauchen wir die Aposteln nicht mehr. Und warum ist das wichtig? Das ist extrem wichtig. Es gibt einige, die glauben, es gibt immer noch Aposteln. Und wenn jemand ein Apostel wäre, heutzutage, dann hat er das Recht, in unsere Gemeinde zu kommen und uns zu sagen, was wir tun dürfen und nicht tun dürfen. Das ist ein Apostel. Paulus hat den Gemeinden gesagt, was sie tun dürfen und nicht tun dürfen. Er war über die Gemeinden sozusagen. Nun, wir leben in einer Kultur, in einer Welt mit einer großen Kirche. Und diese Kirche sagt, es gibt einen Mann auf der Erde und er darf sagen, was wir tun dürfen und nicht tun dürfen. Er wohnt in Rom. Und er darf uns sagen, was die Regeln sind. Und er hat sogar die Macht, für Gott zu sprechen. Und er kann dann Regeln machen. Zum Beispiel in den 50er Jahren hat dieser Mann zu der Zeit gesagt, dass Maria nie gesündigt hat. Und jetzt, das ist ein offizieller Glauben von dieser Kirche. Maria ist nie gestorben. Sie ist zum Himmel gefahren. Und der Mann von dieser Lehre glaubt, er hat die Macht, das zu tun. Nein, er hat nicht die Macht, das zu tun. Warum? Es gibt keine Apostel mehr heutzutage. Es gibt nicht mehr diese Zeichen. Weil das jetzt die Autorität ist. Und übrigens, ich bin Pastor in dieser Gemeinde. Ich habe die Macht nicht zu sagen, was in dieser Gemeinde passieren darf und nicht darf. Ich darf meine Vorschläge geben. Ich darf dann versuchen zu leiten. Aber ich habe keine Macht und Autorität zu sagen, das muss gemacht werden. Außer wenn es in der Schrift steht, dann darf ich das natürlich sagen. Aber du darfst das auch sagen. Und so, das ist extrem wichtig. Der Heilige Geist kam. Er kam. Und er hat Zeichen gegeben. Und die Menschen haben in Zungen geredet. Und das ist sehr, sehr wichtig als Bestätigung und Beweis für das, was die gepredigt haben. Aber jetzt brauchen wir das nicht mehr. Und so, Petrus dann predigt zu den Juden. Und das finden wir in den Versen 14 bis 36. Und das müssen wir nicht gleich lesen. Aber fangen wir an. Wir haben nur ein paar Minuten, bis wir gesetzlich aufhören müssen. Aber wir können dann das als Einleitung für nächste Woche lesen. In Apostelgeschichte 2, die Verse 16 bis 21. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Also ich fange mit Vers 14 an eigentlich. Da trat Petrus zusammen mit den 11 auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen und nun hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die 3. Stunde des Tages. Einige haben gemeint, vielleicht haben sie so viel getrunken. Deswegen gibt es diese Zeichen. Petrus hat gesagt, nein, das ist eine Erfüllung der Prophezeiung. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und jetzt zitiert er von Joel. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Das ist wichtig, auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Tochter werden Weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werden ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie werden Weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unter auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, der große und herrliche Tag des Herrn kommt.
Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Nun, Joel, der Hauptpunkt von Joel, das Thema von Joel, ist dieser Tag des Herrn, also die letzten Tage sozusagen. Und das war die Prophezeiung von Joel. Und Joel hat dann hunderte Jahre im Voraus gesagt, es kommt ein Tag, wo der Herr seinen Geist auf den Menschen ausgießt. In anderen Worten, der Heilige Geist kommt. Nun, es gibt viele Prophezeiungen in Joel. Und von Joel hat dann einfach alles prophezeit von der Zukunft. Und hier an diesem Tag, am Pfingsten, sind ein Teil von dieser Prophezeiung erfüllt. Nun, die Sonne ist nicht in Blut gewandelt, der Finsternis, Entschuldigung, und so weiter. Aber wir lesen in Offenbarung, was kommt, oder? Und dass der Rest von Joels Prophezeiung werden in Offenbarung erfüllt werden. Aber ein Teil ist schon hier erfüllt worden. Und dass der Geist gekommen ist auf alles Fleisch. Was bedeutet das? Joel hat dann prophezeit, vorhergesagt, auf Juden, auf Heiden. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde existiert nicht im Alten Testament. Es kann nicht existieren im Alten Testament, weil es das Gesetz gab, die Opfer, die Priester und Könige und so weiter. Es kann keine Gemeinde geben unter diesen Umständen. Erst muss Jesus kommen, am Kreuz sterben, dann kann es eine Gemeinde geben. Nächste Woche dann reden wir von diesen Prophezeiungen von Joel und auch von der Gemeinde selber. Was ist die Gemeinde, warum es so wichtig ist und so weiter. Und so Petrus predigt zu diesen Männern, zu diesen Menschen, Entschuldigung. Und er predigt und er spricht von Joel. Und er sagt, schau, im Alten Testament wurde das vorhergesagt. Und jetzt kommt das. Wie aufregend muss das gewesen sein. Also jetzt kommt ein Tag. Aber wisst ihr, wir werden auch das erleben, dass es Prophezeiungen gibt und wir werden mit unseren Augen sehen, wenn das erfüllt wird. Vielleicht sind wir schon längst tot, weiß ich nicht, mit dem Herrn. Vielleicht kommt der Herr morgen. Aber wir werden das miterleben, wir werden sehen. Diese Dinge, die geschrieben worden sind im Alten Testament, werden wir sehen. Es wird wunderbar, oder? Es wird wunderbar sein. Wenn der Herr kommt, ein zweites Mal, und diese Dinge mit der Sonne, mit der Erde, und alle diese Dinge, die prophezeien, wow, wir können das sehen. Dann werden wir herrschen mit dem Herrn und kann mir vorstellen, das wird absolut wunderbar sein. Und so lasst uns dann aufhören für heute und machen wir nächste Woche weiter. Und dann ich bete und kommen wir zum Schluss bei diesem Gottesdienst. Herr, wir danken dir für diesen Tag, für diese Möglichkeit, dich anzubeten. Und Herr, das ist so wunderbar, wir haben gesehen, die Dinge, die du vorhergesagt hast, werden teilweise erfüllt worden, Herr, in dieser Schrift, in dieser Stelle. Und wir danken dir dafür. Und wir haben jetzt Vertrauen, dass den Rest wird passieren in der Zukunft, Herr. Wir danken dir so sehr für die Schrift, für die Gemeinde. Herr, wir sehen hier die Geburt der Gemeinde und der Anfang. Und wir danken dir dafür, Herr, dass wir eine Gemeinde haben, weil du gekommen bist. Und Herr, es kann keine Gemeinde geben ohne den Heiligen Geist. Dass Juden und Heiden, dass Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenkommen in einer Gemeinde. Ich danke dir auch, dass in dieser Gemeinde, in jeder Gemeinde, die bibeltreu ist, Herr, dass wir alle gleich sind, auf demselben Niveau. Und Herr, es ist egal, ob man aus Deutschland, aus Amerika kommt, das ist überhaupt nicht wichtig. Wir sind Brüder und Schwester in dir. Unsere Heimat ist wirklich Stand mit dir. Und so ist egal, wo man herkommt. Es ist egal, was man macht für Beruf oder ob man schwarz oder weiß ist. In der Gemeinde sind alle gleich. Und wir danken dir dafür. Herr, bitte sei mit uns und hilf uns diese Woche, dir zu vertrauen in allem. Herr, in unserem Leben, in unserer Zukunft, in unserer Familie. Und wir geben dir jetzt diese Woche und sagen, bitte hilf uns. Wir beten im Namen Jesu. Amen. Amen. Gesegnete Woche wünsche ich euch, auch die heute nicht anwesend sein könnte. Gesegnete Woche. Wir sind immer hier. Bitte ruf an, wenn ihr Gebetsanliegen habt oder Hilfe braucht. Und Gottes Segen wünschen wir euch. Das wünschen wir euch auch.